Mir zugeschaltet ist Thomas Bareis, CDU, er ist der verkehrspolitische Sprecher. Willkommen bei Welt, Herr Bareis. Staatskonzern Bahn, jetzt reden wir über veraltete und überlastete Infrastruktur. Ist das nicht aber auch am Ende ein politisches Unvermögen und das über Jahre, Jahrzehnte? Ja, natürlich haben wir in den letzten Jahren Fehler gemacht, gar keine Frage. Auch wir haben sicherlich Dinge versäumt. Allerdings haben wir ja die letzten 10 Jahre unserer Regierungszeit die Investitionen massiv gesteigert und die letzten 3 Jahre waren für die Bahn nicht gut. Man muss sagen, dass die Ampelparteien gesagt haben, sie machen vieles besser. Allerdings die letzten 2 Jahre wurden schlechter, die Qualität ist schlechter geworden und der Investitionsstau ist eher mehr geworden. Also insofern hat Herr Wissing nicht geliefert und das ist etwas, was die Bahn langfristig ausbaden muss. Nun wissen wir alle, haben das immer wieder erfahren, staatliche Großprojekte, die werden ja gern mal sehr, sehr viel teurer und sie dauern vor allem sehr, sehr viel länger. Wie belastbar aus Ihrer Sicht sind denn die bisherigen Zahlen bezüglich Kosten und vor allem Sanierungsdauer? Also ich glaube, was man erkennen muss, ist, dass derzeit noch viel zu wenig Geld in Investitionen geht. Leider Gottes sind die Zahlen, die Minister Wissing jetzt geliefert hat, sogar, sagen wir, vielleicht sogar weniger als das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Die Baukostensteigerungen haben sich ja enorm nochmal erhöht. Das heißt, über 30% allein in den letzten 3 Jahren sind die Baukosten nach oben gegangen. Das heißt, das, was Herr Wissing jetzt verspricht an neuen Geldern, werden allein durch die Baukostensteigerungen aufgefressen. Das heißt, die Investitionsstau, die ja derzeit erst bemängelt werden eher mehr als weniger. Und was Sie ja richtigerweise sagen, die nächsten Jahre werden wahrscheinlich auch noch weiterhin Baukostensteigerungen dazukommen. Das heißt, es muss schon auch Geld bereitgestellt werden. Geld ist aber auch da. Allein die Lkw-Maut, nur ein Beispiel, hat dieses Jahr 7 Milliarden Euro mehr eingenommen. Der Etat im Bereich von Herrn Wissing geht aber nur um 3 Milliarden Euro hoch. Das heißt, es geht hier viel Geld im Verkehrsbereich ein. Allerdings wird auch viel Geld damit in andere Bereiche gesteckt. Viele Haushaltslöcher werden gestopft. Das ist was ich sehr kritisiere. Wir brauchen mehr Geld für den Verkehrsbereich und das ist etwas, was Herr Wissing auch entsprechend auch jetzt liefern muss. Herr Bareis, Großprojekt Deutsche Bahn. Was muss sich denn aber grundsätzlich an der Konzernstruktur und vor allem an der Führung ändern? Und ist es noch haltbar, dass auf ewig und immer dieser Konzern ein Staatskonzern bleibt? Also ich glaube, was wichtig ist auch in der jetzigen Zeit, ist, dass Verantwortung übernommen wird. Ich glaube, die vielen Bahnfahrer jeden Tag, die leiden unter dieser Situation, die verpassen ihre Züge, kommen zu spät zu ihren Terminen. Ich glaube, dass langsam auch der Frust enorm hoch ist. Deshalb auch da erwarte ich auch mal, dass Verantwortung auch übernommen wird, nicht nur auf Vorgängerregierungen hier verwiesen wird, sondern es muss auch mal jetzt gezeigt werden, was getan werden soll die nächsten Jahre. Die Riedbahn, die hier genannt worden ist in Ihrem Beitrag, ist ja ein Projekt, das schon in der Vorgängerregierung von Andi Scheuer angepackt worden ist. Also das ist ja etwas, was auch schon, wie gesagt, schon ein paar Jahre lang geplant wird. Wir brauchen, wie gesagt, langfristige Planung, wir brauchen mehr Geld im System. Wir müssen auch schauen, dass das Geld, was im Verkehrsbereich angenommen wird, wirklich auf den Verkehrsbereich dann auch entsprechend ausgegeben wird. Dass auch die Dinge auch wirklich auch engagiert angepackt werden. Herr Minister Wissing taucht oftmals ab. Gerade im Bereich der Digitalisierung könnten wir bis zu 15-20% mehr Kapazitäten auch im Schienenbereich ermöglichen. Das ist aber ein Bereich, der die letzten 2 Jahre überhaupt nicht voranging. Hier haben wir wirklich auch Dinge versäumt. Und deshalb habe ich die große Sorge, dass die 4 Jahre Ampelregierung im Bereich Verkehrspolitik, gerade auch im Bereich Bahn, zwar viele Versprechungen gemacht worden sind, aber eigentlich verlorene Jahre für die Bahn sind. Herr Bareis, nun haben Sie ja gefordert, dass Konzernchef Lutz seinen Hut nehmen soll und verschwinden soll. Das ist jetzt ein bisschen grob formuliert, ich gebe es zu. Aber ist das wirklich der richtige Ansprechpartner? Ist das nicht einfach auch, also Bahnchef Lutz, ein abhängig Beschäftigter? Also wie gesagt, ich habe gesagt, dass Verantwortung übernommen werden muss. Ich finde, es ist ein Unding, dass in Deutschland jeder immer schuld ist, immer andere entsprechend herhalten müssen, aber niemand mehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Es ist in der Bahn einiges im Argen. Es kann nicht sein, dass Herr Wissing immer seine Vorgänger entsprechend nur schuldig macht. Und es kann nicht sein, dass in der Bahn auch niemand Verantwortung nimmt. Es ist wirklich einiges im Argen. Die letzten 2 Jahre wird die Qualität Schritt für Schritt von Monat zu Monat schlechter. Also insofern zeigt sich auch, dass da ganz aktuell auch vieles im Argen ist. Und Sie haben es ja berichtet, auch in Ihrem Beitrag, die nächsten Jahre werden 41 Hochleistungskorridore saniert. Und meine große Befürchtung ist, dass die Qualität der Bahn, die Pünktlichkeit der Bahn eher nochmal abnimmt und sogar eher nochmal für die Bürger nochmal die Belastungsprobe geben werden. Und das ist ein untragbarer Zustand. Die Bahn ist leider kein Aushängeschild derzeit für uns. Man hat versucht, während der Europameisterschaft alles dafür zu tun, dass wirklich die Bahn funktioniert, dass auch entsprechend hier auch pünktliche Züge sind. Und gerade jetzt sind viele Ausfälle gewesen. Das zeigt, dass da wirklich auch strukturelle Probleme sind. Und wenn die jetzigen Personen es nicht auf die Reihe kriegen,
dann müssen auch Verantwortungen entsprechend gezogen werden. Sagt Thomas Nicht Barreis noch von der Bonus CDU. gezahlt werden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das können wir auch nochmal besprechen irgendwann. Ja, Herr genau. Barreis, recht vielen Dank für das Gespräch. Nein, Gerne, danke. sehr gerne.